Hallo meine lieben kreativen Menschen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge von Stricken mit Calypso. Ich begrüße euch heute aus Berlin an einem regnerischen Tag. Ich freue mich, dass es regnet, denn es hat schon bestimmt 3 Wochen lang nicht geregnet und die Sonne hat uns sehr beglückt, aber auch die Pflanzen etwas ausgetrocknet. Also glaube ich, dass die Pflanzen sich sehr freuen über das regnerische Wetter. Mein Name ist Calypso, für die neu dabei sind. Und ich stricke seit 20 Jahren und seit ein paar Monaten drehe ich Videos auf YouTube über meine Strickabenteuer. Und das letzte Video ging um Spinnen und wie ihr hier mein Spinnrad sehen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst es mir gerne in den Kommentaren, wenn euch das gefallen hat und interessiert hat oder auch nicht. Ja. Und heute wird es ausschließlich ums Stricken gehen. Heute nur Strickprojekte und ich zeige euch, wie ich vorangekommen bin mit manchen Sachen und ich habe auch etwas Neues angefangen. Es kann auch direkt losgehen mit dem, was ich trage. Vielleicht kennt ihr dieses Top, das habt ihr bestimmt auf Social Media mal gesehen. Ich habe das nicht nach Anleitung gestrickt und das ist eines der seltenen Male, die ich einem Trend gefolgt bin. Die mir schon länger folgen und meine Videos gucken, haben vielleicht gemerkt, dass ich gerne viele eigene Sachen improvisiere und kreiere. Manchmal stricke ich auch nach Anleitung, aber ich würde sagen, ich stricke eher nach meinem Gefühl und ab und zu nach Anleitung. Und dieses Top habe ich vor 3 Jahren oder 4 Jahren bestimmt schon gestrickt. Müsste ich mal auf Instagram nachschauen, weil ich die Fotos gepostet hatte damals. Auf jeden Fall hatte ich dieses Top oder dieses Lochmuster überall auf Instagram gesehen und eben ein sehr ähnliches Top wie das hier auf sehr vielen Channels oder viele Leute hatten das gestrickt und ich fand es auch toll. Ich bin aber gar nicht auf die Idee gekommen, mir die Anleitung zu kaufen, sondern oder zu suchen. Deswegen weiß ich nicht, wer original die Anleitung von diesem Top geschrieben hat. Also wenn ihr wisst, wer die oder der originale Designerin ist von diesem Top. Und ich glaube, das heißt Leaf Top. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn ihr wisst, wer das Original die Anleitung geschrieben hat von diesem Top, dann schreibt es gerne in die Kommentare, vielleicht interessiert es andere. Ich habe mir einfach gedacht, ich suche in meinem Strickmusterbuch, das kann ich vielleicht kurz rausholen. Das war entweder das hier oder das hier, eins von beiden. Das ist von Barbara G. Walker, beide Bücher. Sie hat 4 solche Bücher, nur mit Strickmustern. Ich habe 2 davon und das sind wirklich Bücher, die ich weiterempfehlen kann. Die hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt in einem Video. Und ich dachte, dieses Muster, also dieses Lochmuster, kann ich bestimmt in einem dieser Bücher finden. Und so war es dann auch. Ich habe das Muster gefunden und ich hatte dieses Restgarn übrig, das ist Baumwolle, ich glaube von Lana Grossa, aber ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich da keine genauen Infos sagen, ich weiß nur, dass es aus Baumwolle ist. Und dann habe ich das einfach eine Maschenprobe gestrickt und das nach Gefühl so gemacht und die Form von dem Lochmuster bietet sich auch ganz gut an, um diese Abnahmen so zu machen, dass hier diese Spitzen entstehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Hier vorne ist es tatsächlich offen, es ist also keine Fake-Knopfleiste oder Knopfband, sondern ja, ich könnte es halt theoretisch öffnen, aber ich mache das nicht, ich trage das immer so. Entweder ich trage ein Bustier darunter oder eben jetzt wie heute so ein weißes Top. Und ja, ich mag das super gerne. Ich finde es einfach super süßes Top und ganz schick. Die Farbe kann man auch gut kombinieren und vielleicht komme ich ein bisschen näher, damit ich das Muster... Genau, also vielleicht habt ihr das Muster etwas besser gesehen und man sieht eben, dass es immer zu einer Spitze zuläuft und das hilft natürlich bei den Abnahmen hier, damit die Maschen sich schön verteilen.
drehe mich vielleicht ganz kurz um, damit ihr das auch von den Rücken sehen könnt. Das war es auch schon, was ich zu diesem Sommertop sagen wollte. Es ist ein nettes Sommerprojekt. Ich empfehle euch, es nachzustricken, wenn jemand die Anleitung findet und die in den Kommentaren vielleicht den Namen des Designers schreibt und den Namen des Designs. Dann können das bestimmt auch andere so ähnlich nachmachen, weil wie gesagt, ich habe einfach das Foto mehr oder weniger ein bisschen kopiert und so gemacht, wie es mir gerade eingefallen ist. Dann bleiben wir erstmal bei Sommertops. Ich hatte euch letztes Mal 2 Sommertops gezeigt, die ich selbst entworfen hatte oder habe. Und ein Design ist auch schon seit letztem Sommer online. Das wird gerade neu bearbeitet und editiert von einer anderen Person. Hier fliegt die ganze Zeit eine Fliege rum. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Husch. Auf jeden Fall wird dieses Design, ich zeige euch das einfach, das Cerise-Top, das habe ich jetzt fertig, das habe ich jetzt zum 3. Mal gestrickt. Wenn ihr genauere Infos darüber haben wollt, wie ich das gestrickt habe und wie oft und so weiter, dann könnt ihr gerne das vorletzte Video, ist es glaube ich, euch anschauen. Also Version Nummer 3 ist auf jeden Fall fertig. Ich hatte es noch nicht an, ich habe es blockiert, gewaschen, also gespannt und gewaschen. Es gefällt mir super gut. Ja, so sieht es aus. Also die Anleitung davon ist schon auf Ravelry, im Moment aber nur auf Englisch, also ich bin gerade dabei, das zu übersetzen auf Deutsch und auf Französisch. Und es wird auch von einer anderen Person professionell editiert, das heißt Korrektur gelesen und es kommen dann noch 4 weitere Größen hinzu, weil im Moment ist die nur in meiner Größe zur Verfügung. Dieses Top, das dehnt sich sehr stark, das sieht nämlich jetzt klein aus, aber es hat eine negative Passform. Das bedeutet, dass es kleiner gestrickt ist als meine Körpermaße, weil es sich stark dehnt. Es ist aus Baumwolle und Leinen, ein Garn von Schulana. Und es dehnt sich wenn man das anzieht und es dehnt sich auch mit der Zeit, wenn man das öfters getragen hat, passt es sich sehr gut der Körperform an und es ist auch eng anliegend, muss ich sagen. Vielleicht schaffe ich es, bevor ich dieses Video poste, Fotos zu machen von diesem neuen Top, denn von dem Originalen für die Anleitung gibt es schon Fotos, die könnt ihr gerne in dem vorherigen Video oder vorvorherigen Video sehen oder auch auf Ravelry oder auch auf meinem Instagram. Das war also das fertige Projekt Nummer 1, über das ich mich sehr freue, weil ich das wirklich die ganze Zeit trage, also das ganze Jahr lang, im Sommer wie im Winter als Unterhemd oder als Leibchen, wie man so schön sagt. Dann habe ich ein zweites Sommertop fertig und das ist Limon. Tada! War das letztes Mal schon fertig? Weiß ich nicht genau. Vielleicht. Auf jeden Fall ist es jetzt gewaschen und blockiert, also gespannt. Hier ist das seitliche Muster, was sich auch hier im Rücken wiederholt. Und genau wie bei Cerise sind die Armausschnitte und der Halsausschnitt mit I-Cords gefertigt. Und bei dem Top auch hier unten, bei Cerise, habe ich die Maschen italienisch abgekettet und hier habe ich ein I-Cord gemacht. Genau. Also ich habe es auch noch nicht getragen. Ich hoffe, dass ich es die Tage schaffe, Fotos zu machen und die hier auch mit reinzustellen. Ja, das heißt Limon und das ist schon fertig editiert, das wird gerade getestet von netten Strickerinnen. Den Appell dazu hatte ich in meinem französischen Podcast gemacht, aber ich bin nicht der einzige mehrsprachige Mensch auf dieser Welt, zum Glück. Und da haben sich auch nette Strickerinnen gemeldet, die Deutsch und Französisch können und Englisch.
Und das heißt, die Anleitung für Limon wird gerade auf Deutsch, Englisch und Französisch getestet und sie wird ganz bald zur Verfügung sein auf diesen 3 Sprachen und in 5 Größen insgesamt. Also ich freue mich da sehr und ich hoffe, dass ich bald die Fotos machen kann und ich hoffe, dass es euch gefällt und ihr auch Lust habt, das zu stricken. Ja, es ist Zeit für ein Update von diesem Fantasieprojekt, wie meine Strickfreundin Bettina es genannt hat. Wir haben uns übrigens getroffen, erneut letzte Woche, aber da hatte es auch geregnet an diesem Samstag und zwar nur 1 Stunde und auch nur in meinem Stadtteil von Berlin, in Schöneberg, wo ich wohne. Und ja, ausgerechnet hat es uns erwischt und wir sind ganz nass geworden und wir mussten unser Treffen leider abbrechen, aber wir werden es wiederholen. Und ja, Bettina hat dieses Projekt Fantasieprojekt genannt und für die auch schon ein paar Folgen dabei sind, kennt es schon. Aber ich glaube, ich habe euch letztes Mal kein Update gegeben, vielleicht nicht. Auf jeden Fall bin ich da schon etwas vorangekommen bei diesem Projekt. Und zwar habe ich das Folie Bleu getauft, weil ich das mit lauter blauen Restgarnen stricke oder gestrickt habe, weil den ganzen Körper, also die 2 Vorderteile und den Rücken, habe ich nur mit Resten gestrickt und nun bin ich dabei, das fertigzustellen mit diesem Garn. Das ist von Woven Felted Tweed, ein sehr schönes Dunkelblau. Ich finde, Woven Felted Tweed ist ein super Garn, fühlt sich wunderbar an. Ich habe es in meiner Waschmaschine im Wollwaschgang gewaschen. Kein Problem, bei 600 Grad Umdrehungen und kalt, ging voll gut. Und ja, zum Pferdestricken und so Colorwork ist es wirklich ein super tolles Garn. Und ja, es macht einfach was her. Also es ist qualitativ hochwertig, kann ich wirklich weiterempfehlen. Und im Herbst wird auf jeden Fall ein größeres Fair-Alt-Projekt kommen mit Woven Felted Tweed. Und das Garn hatte ich mir vor, ich weiß nicht, 2, 3 Folgen gekauft. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich habe es noch nicht angefangen, aber jetzt im Herbst werde ich das machen. Gerade habe ich eigentlich wahnsinnige Lust auf Sommerprojekte und muss mich total zurückhalten, dass ich mir kein Sommergarn kaufe, weil ich mir super gerne eine Sommerstrickjacke irgendwie nochmal stricken würde. Aber ich mag das nicht, so Wolle zu akkumulieren und so große Mengen an Wolle zu Hause zu haben. Ich habe bestimmt Wolle für 3 oder 4 Projekte und ich möchte mich davon nicht ablenken lassen, weil ich wahnsinnige Lust habe auf diese Projekte, die ich im Kopf habe und für die ich die Wolle schon habe. Deswegen halte ich mich zurück und das sind natürlich eher so Herbst-Winter-Projekte. Deswegen mal sehen. Ein bisschen Lust auf ein Sommerprojekt, auf einen Sommertop oder sowas habe ich schon. Wenn ihr da ein tolles Sommertop euch einfällt und vielleicht ein passendes Garn dazu, was ich jetzt für ein ganz gutes Budget bekommen könnte, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch da etwas einfällt, ihr eine Empfehlung habt von einem Design, Modell mit Anleitung und nicht so super teurem Garn, was ich jetzt noch so spontan zwischendurch stricken könnte. Wenn euch was einfällt, dann sagt es mir gerne. Zurück zum Thema. Und zwar habe ich, wie bereits gesagt, die Vorderteile hier und den Rücken komplett aus Resten gestrickt. Ich habe schon angefangen, ein Video aufzunehmen über diesen Pullover, wie ich den gestrickt habe, welche Ideen ich da hatte und was mir da so durch den Kopf ging und welche Techniken ich angewendet habe und so weiter. Das drehe ich so nach und nach und das wird im August online kommen, denn im August werde ich wahrscheinlich kein reguläres Video machen, wo ich in die Kamera spreche, sondern 2 andere Videos posten, die ein bisschen anders sind, um ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen und auch, weil viele dann in der Sommerpause sind und ich auch meine Pause haben
kann. Deswegen werde ich im August einfach ein etwas ausführlicheres Video posten darüber, wie ich diesen Pullover oder diese Jacke genau gesagt gestrickt habe, was ich mir dabei gedacht habe. Und ja, genau, also seit dem letzten Mal bin ich etwas vorangekommen. Ich habe hier die seitlichen Einsätze gemacht, wie ich es mir vorgestellt hatte, mit verkürzten Reihen. Und dann habe ich die mit der 3-Nadel-Technik die Maschen hier abgekettet. Deswegen sieht man hier eine falsche Naht außen, das finde ich ganz schön. Und die Einsätze habe ich in Kraus gestrickt. Genau, ich habe verkürzte Reihen gemacht, damit es hier unten etwas breiter ist. Als hier oben sind es im Endeffekt nur ganz wenig Reihen an Breite, da wo der Maschenmarkierer, dieses rote Ding hier ist. Und das habe ich gemacht auf beiden Seiten. Hier sieht man nochmal dasselbe und hier sieht man, dass es hier vielleicht 2-3 Zentimeter sind. Und hier unten sind es bestimmt 5. Genau. An dem einen Vorderteil habe ich noch hier dieses dunkelblaue Woven Felted Tweed angestrickt. Am Rücken habe ich das auch angestrickt, weil ich eben mit diesem Garn die komplette Jacke einrahmen möchte, um das ein bisschen zu dämpfen, diese Folie Bleue, also diese blaue Verrücktheit. Aber das andere Vorderteil, das war ein bisschen länger und da war das eben nicht notwendig, noch etwas Länge hinzuzufügen. Deswegen habe ich das so gelassen und ich finde es auch schön, wenn das etwas asymmetrisch ist, weil darum ging es ja in diesem ganzen Projekt. Was ich noch gemacht habe, ist den Kragen hier angestrickt. Vielleicht ziehe ich das einfach kurz an, dann könnt ihr euch das besser sehen. So. So sieht es aus. Hier habe ich das auch mit diesem Art Schalkragen mit verkürzten Reihen gemacht. Vielleicht komme ich auch ein bisschen näher. Hier, man legt den also hier zusammen oder ich kann den auch so stehen lassen. Genau. Und so sieht das aus. Hier habe ich diese verrückten Zöpfe gemacht, die ich hier noch ein bisschen abschneiden werde, diese Fransen, weil das sieht nicht ganz so schön aus. Genauso im Rücken werde ich die Fransen von den Zöpfen auch noch etwas kürzen, weil sonst sieht das ein bisschen unsauber aus. Genau, so sieht vorne das Bündchen aus und der Kragen hier ist also mit verkürzten Reihen habe ich das gemacht. Und die habe ich immer bis hier gestrickt, also hier ist ja der V-Ausschnitt und bis hierhin habe ich dann, wo der V-Ausschnitt aufhört und die ich hier gerade runter gestrickt habe, bis hier habe ich also die verkürzten Reihen gemacht und dann immer hier hin und her gestrickt und dann die Doppelmaschen hier am Ende zusammengestrickt und dann noch eine Reihe hin und zurück über alle Maschen und dann das abgekettet. Ja, ein bisschen Ärmel habe ich hier schon gemacht. Da habe ich auch verkürzte Reihen gemacht. Auch wenn die Schultern hier jetzt schon mit drin sind im Prinzip, wollte ich hier nicht noch mehr Stoff haben. Deswegen habe ich hier so circa 2-3 cm an verkürzten Reihen gemacht. Deswegen ist es hier etwas länger als hier unten. Und ich werde auch Abnahmen machen am Arm entlang, weil ich möchte jetzt auch keine so bauschigen Ärmel haben, sondern die sollen schon etwas weiter sein, aber nicht so, ja, ein bisschen Form soll hier schon so reinkommen. Ja, also ich bin gerade an dem Ärmel, das stricke ich mit einer 3,5er Nadel. Es ist also ein bisschen locker, aber das finde ich gut, das passt zum Rest. Je nachdem wie ihr strickt, kann man ja auch mit einer 3 mm Nadel stricken. Ja, kommt ja auch drauf an, was man strickt und so. Genau, also ich bin gerade an dem Ärmel hier und das Bündchen werde ich einfach mit Rippen machen. Ja, und den anderen Ärmel identisch damit und ich glaube, dann wird diese Jacke schon ein bisschen ruhiger sein und ein bisschen vielseitiger, dass ich die auch so im Alltag tragen kann und die nicht ganz so, also sie ist ja schon ziemlich auffällig, aber sie ein bisschen beruhigen. Und ich zeige euch noch ganz kurz, was ich im Rücken gemacht habe.
Also ihr seht hier diese ganz vielen verrückten Zöpfe, die ich an den beiden Biesen hier angebunden habe. Erst wollte ich die Fransen machen und dann habe ich die Fransen zu Zöpfen geflochten. Das fand ich besser. Und hier unten zieht sich das noch ein bisschen zusammen. Ich erkläre euch gleich warum. Und zwar habe ich hier eine kleine Öffnung, wo ich meine Hand reinstecken kann. Und es geht über den ganzen Rücken. Wie ihr sehen könnt, hier so. Da habe ich also eine Rückenbeutel sozusagen eingebaut. Und ja, diese Öffnung bleibt so. Da kann ich nämlich Sachen reinstecken. Das finde ich ganz praktisch. Und es zieht sich eben noch etwas zusammen, weil ich die Jacke schon mal gewaschen und gespannt hatte. Und erst nachträglich diese zweite Schicht hier innen, dieses Hellblau, das habe ich erst nachträglich reingestrickt und deswegen, das ist noch nicht gewaschen und gespannt und deswegen zieht sich das hier im Rücken etwas zusammen. Aber das wird sich dann noch legen, glaube ich. Und ja, und wenn das hier so ein bisschen so bleibt, ist es auch nicht schlimm. Finde ich, das passt ganz gut zum Style, wenn sich das hier hinten noch so ein bisschen zusammenzieht und ein bisschen wie so eine Mini-Bomberjacke hier hinten. Genau, ich meine, das ist ja auch eine Tasche, also kann ja auch ein bisschen so bleiben. Und was wollte ich noch sagen? Eine Sache wollte ich, glaube ich, noch dazu sagen. Ah ja, was ich sagen wollte ist, ich habe eben diese innere Schicht so angestrickt, dass ich hier an der Biese die Maschen aufgenommen habe, also von innen, und dann runtergestrickt habe, dieses Stück Stoff. Und dann habe ich das hier unten, als ich dann das Bündchen hier gestrickt habe, habe ich die beiden Stoffschichten dann zusammengelegt und an beiden Stoffschichten gleichzeitig Maschen aufgenommen, um das Bündchen hier zu stricken. Und genauso habe ich das an den Seiten gemacht, dass ich, hier, das ist die Seite mit der Öffnung, da habe ich auch beide Stoffschichten, um die Maschen für diesen Einsatz hier aufzunehmen, habe ich auch durch beide Stoffschichten gleichzeitig Maschen aufgenommen. Bloß eben an dieser Stelle nicht, weil ich hier diese Öffnung gelassen habe. Aber auf der anderen Seite habe ich eben beide Stoffschichten, an beiden Stoffschichten gleichzeitig Maschen aufgenommen, um die eben miteinander zu verbinden und dann diesen Einsatz zu stricken, ohne dass ich da nochmal großartig nähen musste, sondern habe das einfach im Endeffekt zusammengestrickt. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Habe ich euch das schon... So, und ich drehe mich nochmal ganz kurz um. So, das war es, glaube ich, dazu, welche Garne ich dafür verwendet habe und... überall Fäden. Das war's zu diesem Folie Bleu. Die Garne, die ich dazu verwendet habe, die habe ich zum Teil erklärt in einem vorherigen Video. Könnt ihr gerne kurz gucken gehen oder ich werde sie auch bestimmt nochmal etwas genauer erwähnen in dem Video, das ich ausschließlich dieser Jacke widmen werde im August. Und hier unten in der Infobox findet ihr auch schon einige Angaben zu dem Garn, das ich hierfür verwendet habe. Also ich freue mich sehr auf das Ergebnis und ich weiß auch schon, welche Hose ich dazu anziehen werde. Das heißt, ich freue mich sehr auf den Herbst, wenn ich das hier tragen werde. Okay, zuletzt werde ich euch noch ein fertiges Projekt zeigen, also ein altes, weil es mit meinem neuen Projekt zusammenhängt, das ich euch jetzt als nächstes zeige. So, das neue Projekt schlummert hier in dieser schönen Projekttasche, die ihr auch schon kennt. Die benutze ich mehr, als ich dachte, mehr als ich erwartet hatte. Also Projekttaschen sind wirklich nicht schlecht, aber man sollte nicht zu viele davon haben, weil sonst hat man irgendwann auch so viele Projekte. Ja, durch den Podcast bin ich auch etwas
Multiprojekt geworden und früher habe ich meistens eher so 2 Projekte gleichzeitig gestrickt, also eine große und eine kleine Sache und jetzt stricke ich mittlerweile, gerade habe ich nur 2 Sachen aktiv, also die Folie Bleu und das, was ich euch jetzt zeige. Deswegen rummelt es so in meinem Kopf, weil ich eben gerne noch so eine Sommersache stricken möchte. Aber ja, ich muss langsam machen und ich muss auch ehrlich sagen, man muss aufpassen mit YouTube, wenn man da selbst aktiv ist, aber auch wenn man Videos von anderen schaut. Also in eurem Fall, wenn ihr Videos von Strickerinnen schaut auf YouTube, da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht beeinflussen lässt, weil man kann sehr schnell den Eindruck bekommen, dass die anderen auf YouTube so viel stricken und immer so viel produzieren und das kann einen ja nicht unter Druck setzen, aber schon ein bisschen beeinflussen, dass man selber auch irgendwie schneller und mehr und so machen möchte oder auch so, die hat das gestrickt und die hat das gestrickt und das will ich auch alles machen und so. Und ich finde, Stricken ist eine Leidenschaft, die entschleunigen soll und es ist eben ein langsames Hobby und keine Aktivität, bei der man sich gestresst oder unter Druck fühlen sollte, etwas schnell fertig zu machen und besonders viel zu machen und so weiter, sondern da muss man wirklich seinen eigenen Rhythmus finden und einfach Spaß haben und das Genießen ist das Allerwichtigste und ja, seinen eigenen Weg da zu gehen und das für sich selbst entdecken, wo man ist, was einem gefällt, was einem Spaß macht, was einem keinen Spaß macht. Man muss nicht alle Techniken lernen oder können und oder mit allen Garnen oder unbedingt das und das und das Design gestrickt haben oder so, sondern wirklich ja, es für sich finden und diesen kreativen Ausdruck ja, für sich selbst entdecken. Das finde ich super wichtig, dass man natürlich sich von anderen inspirieren lässt, so wie ich das versuche, euch irgendwie zu inspirieren und euch meine Perspektive einfach zu zeigen. Aber ja, ich finde, da ist wirklich jeder anders und das ist das Tolle an Stricken oder an kreativen Hobbys, was auch immer es ist, dass man sich selbst ausdrückt und ja, für sich das entdeckt. Also das sage ich vielleicht auch ein bisschen für mich selber, dass man sich da nicht so stark beeinflussen lassen soll, sondern ja, sich vielleicht einfach eine Liste macht. Da ist Ravelry, bietet sich auch echt sehr gut an mit dieser Queue oder Ravelry hat ja super viele interessante Funktionen, um sich selbst zu organisieren in seinem Hobby und man muss sich auch nicht organisieren, aber wenn man möchte oder das Gefühl hat, man hat zu viele Ideen und da ist Ravelry, glaube ich, echt hilfreich oder man kann auch einfach ein Notizheft benutzen und sich da Notizen machen und ja, um das ein bisschen einen Überblick zu bekommen und dann auch ja, auch wirklich dann das zu schaffen, worauf man Lust hat und damit man zufrieden ist, sozusagen und Spaß hat. Also das war's mit meiner kleinen ja, wahrscheinlich war das eher Selbstmotivation oder ja, wenn man versucht, sich selbst gut zuzureden. Genau, ich habe einfach nur gerade mir selber gut zugesprochen, damit ja keine negativen Gefühle über meine Lieblingshobby oder Passion, Leidenschaft sich breit machen, sondern es absolut positiv sich anfühlt. Also, Punkt. Und zu meinem neuen Projekt, was ich euch zeigen möchte. Ja, das ist auch improvisiert und ich bin immer noch dabei, Reste eben zu verwerten. Hier ist es. Ich glaube, man erkennt noch nicht so viel, ehrlich gesagt. Also es ist ein Top-Down-Pullover, also vom Kragen, vom Halsausschnitt nach unten gestrickt. Hier ist also der Halsausschnitt. Da habe ich hier Rippen gemacht. Etwas kürzere und ein V-Ausschnitt hier vorne. So, und dann habe ich das Bouclé-Garn, das ich euch mal gezeigt hatte von Adèle's Mohair. Also das ist Mohair, dieses Bouclé-Garn. Das wollte ich endlich fertig verwerten. Da ist hier noch ein bisschen was übrig. Genau, also ich bin immer noch so am Schrank aufräumen im Endeffekt und möchte
mir eben nicht unbedingt Neues kaufen, sondern das, was ich hier habe, verwerten und mich damit auseinandersetzen, bevor ich was Neues kaufe, ehrlich gesagt. Und damit bin ich gerade beschäftigt, so die kleinen Häufchen so zu eliminieren, damit dann wieder neue große Sachen einziehen können. Ja, also ich habe hier schon geteilt für die Ärmel und den Körper. Hier bin ich gerade angekommen. Dieses Bouclé-Garn habe ich einfach genommen. Ich glaube, ich stricke mit einer 4 mm Nadel oder 4,5. Bin mir gerade nicht so sicher. Und im Hals, in den Rippen hier und auch in diesem Glatt rechts, da habe ich das Garn doppelt genommen. Das ist noch ein Restgarn, das ich selbst gesponnen habe an der Handspindel und dann am Spinnrad verzwirnt. Das ist so eine Art Jeansblau mit so ein bisschen Weiß und Glitzer. Das gefällt mir super gut. Aber eben hatte ich davon nicht so viel. Also mache ich hier diesen kleinen Pullover, den man so drüber ziehen kann. Und dann möchte ich noch dieses Gelb, was ich auch selber gesponnen habe, mit reinstricken, so als Kontrastfarbe. Also die Idee ist ein bisschen ähnlich wie bei Folie Bleu, aber ich stricke eben einen Top-Down-Pullover, den man sich einfach so drüber werfen kann und fertig. Genau. Ich möchte mit diesem Gelb etwas Intarsia machen. Ich habe aber noch nie Intarsia in der Runde gestrickt. Da braucht man so eine bestimmte Technik, damit keine Löcher entstehen. Genau, da habe ich schon ein paar Videos gefunden, wie ich das lernen kann und machen kann. Ja, vielleicht verlinke ich die euch einfach unten, wenn euch das auch interessiert. Und dieses Silberglitzer, was ihr hier seht, was ich zum Teil doppelt genommen habe mit meinem eigenen gesponnenen Garn und zum Teil einfach dieses silberne selbst zweifädig, also doppelt, aber davon habe ich jetzt nichts mehr übrig. Das habe ich hier schon alles reingestrickt. Genau, das ist ein Garn, das ich hierfür verwendet hatte. Das hat ein super schönes Lochmuster. Es war sehr aufwendig zu stricken. Ich finde es super schick. Es ist wirklich traumhaft schön, dieses Teil. Ich hätte vielleicht die Zeitschrift noch suchen können, bevor ich euch das zeige. Das ist auch aus einer alten Zeitschrift. Also ich habe die Zeitschrift leider nicht gefunden. Die ist schon super alt. Bestimmt auch so eine Zeitschrift, die 10 Jahre alt ist. Und ich fand das Design super schön. Das sieht aus wie so ein viktorianisches Design und original ist es in weiß gestrickt. Vielleicht komme ich mal ein bisschen näher. So könnt ihr das Muster euch angucken. So, es hat also diesen U-Boot-Ausschnitt hier mit in Rippen gestrickt und auch eine interessante Schulterkonstruktion, über die ich jetzt nicht mehr so viel erzählen kann. Aber ich finde es super schick, das Teil. Aber ich habe ein bisschen bereut meine Garnwahl. Und ich finde es jetzt okay, Kritik zu äußern, aber jeder hat so seine Vorlieben. Genau, das habe ich mit Katja-Garn gestrickt und dieses Top war viel zu aufwendig für die Qualität des Garns. Also das war hat für mich dann nicht zusammengepasst, aber das kann man nicht unbedingt immer vorher wissen. Das ist ja eine Sache von Erfahrung. Und dieses Garn war mir qualitativ nicht hochwertig genug für die Arbeit, die da drin steckt und wie das hätte aussehen können mit einem etwas qualitativ hochwertigeren Garn. Das fand ich ein bisschen schade, aber trotzdem trage ich das schon regelmäßig und gerne. Also es fühlt sich gut an, das Garn. Das ist jetzt nicht das Problem, sondern es ist nicht sehr widerstandsfähig, also es ist sehr empfindlich und es ist auch eine Mischung aus Kunstfaser und Wolle oder so ähnlich. Was mir eben daran gefallen hatte, ist, dass es so silber ist und so glänzt. Also sieht schön aus, aber war jetzt nicht so die beste Wahl. Genau, aber auf jeden Fall hatte ich dann noch ein Knäuel davon insgesamt, aber also 50 Gramm, aber auf 2 Knäuel verteilt, so ungefähr. Auf jeden Fall hatte ich von diesem Garn eben was übrig. Und das hat eben ganz gut hier dazu gepasst, fand ich. Also habe ich das hier auch mit reingestrickt. Jetzt gerade habe ich nur noch das übrig. Die Kombi hatte ich so schon mal gezeigt. Da hatte ich euch erzählt, als ich auch mit Folie Bleu schon begonnen hatte, hatte ich euch erzählt, dass ich die 3 so zusammen verstricken möchte. Und das mache ich eben gerade.
Genau, dieses Silberne habe ich da noch mit reingemacht. Das ist jetzt aufgebraucht. Und das hier wird nicht reichen. Also es ist ja ganz wenig, wie ihr sehen könnt. Deswegen, ja, ich habe nicht mehr so viel Blau. Ich könnte entweder dieses Rowan-Felted Tweed, von dem ich wahrscheinlich was übrig haben werde, hier dazu machen. Aber davon bin ich nicht so super überzeugt, weil ich finde, dass das hier so rustikal aussieht und dieses Silberne eher so ein bisschen eleganter ist. Also, ich finde, das passt nicht so ganz gut zusammen. Deswegen habe ich bei Knit Art gescrollt. Das von Knit Art hatte ich euch letztes Mal erzählt in meinem Video, in dem ich euch mein Spinnprojekt gezeigt habe, über das ich nächstes Mal wieder sprechen werde. Ja, bei Knit Art gibt es wirklich richtig tolle Fasern zu kaufen, wenn man gerne selbst spinnt. Und da habe ich eine Faser entdeckt. Mal sehen, vielleicht kommt die bald und vielleicht passt die eher dazu. Die müsste ich dann allerdings erst auch verspinnen. Also seid gespannt auf das, was hier noch dazu kommt an Fasern und hoffentlich selbstgesponnenem Garn. Ich glaube, dieses kleine bisschen hier, das reicht eben nicht, um das fertig zu stricken. Genau, aber so sieht es gerade aus. Das war es dann auch schon für heute von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt und ich freue mich sehr über eure Kommentare immer. Sagt mir gerne, von wo aus ihr zuschaut, aus welcher Stadt, aus welcher Region oder welchem Bundesland oder welchem Land ihr meine Videos schaut und ja, hinterlasst mir gerne dazu einen Kommentar. Mich interessiert auch, was ihr gerade strickt. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Zuschauerinnen unter euch, die mir eine kleine Spende gemacht haben, über den PayPal-Link oder über den Ko-fi-Link. Das freut mich sehr und ich freue mich sehr über eure Unterstützung und wenn euch meine Projekte und Videos gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch anschließt und über die Links, entweder PayPal oder Ko-fi, die ihr unten in der Beschreibung findet, mir eine kleine Spende hinterlasst. Ja, vielen, vielen Dank. Bevor ich mich von euch verabschiede, ich trinke gerade einen super leckeren Kakaotee von Gepa. Das ist eine Fairtrade-Unternehmen. Ich habe den Tee selber gekauft, aber ja, wie geht's euch? Trinkt ihr auch im Sommertee? Also ich trinke das ganze Jahr Tee. Ich mag einfach das Gefühl, wenn man so von innen aufgewärmt wird. Das finde ich super angenehm. Wenn ihr Fragen über mich habt, könnt ihr auch gerne immer Fragen stellen. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Also, bis bald. Ciao.